Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kann man das essen? Warum guckst du denn so? Wie sollen wir das denn sonst machen? Ihr habt heute wieder die große Ehre, mir dabei zuzuhören und zuzusehen, wie ich euch eure Kultur erkläre. Ich bekomme heute ein paar muslimische Gadgets anscheinend, wurde mir gesagt, und ich werde sie euch dann erklären. Und Yunus sitzt jetzt hier, damit er mir dann erklären kann, so schön von oben herab. Marcel, nein, so funktioniert das nicht. Was verstehst du unter muslimische Gadgets? So? Nein, die Gießkanne, die man für seinen Hintern benutzt, die kenne ich. Ein Teppich. Hier, Chip. Das ist kein muslimisches Gadget, das ist einfach aber ihr habt mir immer davon erzählt. Aber das hat eigentlich nichts Muslimisches, das ist so einfach. Ja, bla, ich kenne nur Muslime, die mit diesem. Das sind wichtige pädagogische Erziehungshilfsmittel. Stiefel, Digga. Ja, dann zeig doch. Dann lass einfach anfangen, okay. Ja. Ist das Seife? Kannst du rausnehmen, ne? Also das ist jetzt... Boah, das ist ultra intensiv. Riecht ihr das? Nee, wie riecht es denn? Es riecht nach Seife. Was ist das? Warum ist es in so einem schönen Beutel? Ich will da nicht reinbeißen, auf jeden Fall. Stinkt das oder was? Nee, aber es ist so mega intensiv und es riecht so nach irgendwas Erfrischendes. Also, kann man das essen? Ey, sag mal jetzt. Ich darf mich da nicht reinbeißen, aber? Na, wahrscheinlich nicht. Ey, nee, niemals, Alter. Also man kann es bestimmt auch mal dran lecken. Ich kann dich jetzt hier dran lecken, Alter. Ja, mach mal. Das ist tolles nicht zum Essen. Der leckt wirklich dran, oh mein Gott. Versuch mal zu beschreiben, wonach das riecht. Rosen irgendwas? Wie würdest du es verwenden? Locker, also ich würde mir jetzt hier mit die Hände waschen. Es fühlt sich an, also wenn man das eine Weile in der Hand hatte, dann ist es so schmierig an den Fingern. Also du würdest jetzt damit die Hände unter Wasser benutzen? Ich würde es auf jeden Fall unter Wasser benutzen. Okay. Wo denn sonst? Weil essen kann man es nicht, ich schmeiß mir das nicht in den Tee, Alter. Das ist der Teebeutel, Alter. Das ist ein Duftstein. Das benutzt man, und zwar sozusagen kann man auch als Parfümersatz benutzen, und zwar gräbst du das einfach an die Sachen. Wie? Hey. Es geht nicht, es ist nicht spritzig, keine Sorge, brich dich ab. So, zack, zack, zack. Riech mal dran. Es stinkt nicht. Oh. Ja. An den Klamotten. Und es hinterlässt keine Rückstände, so wie hier? Mega. Und wenn du was Schwarzes anhast, dann reibst du das. Nein, natürlich nicht. Alles ist weiß. Marcel, natürlich nicht. Richtige Katastrophe. Oder du legst es hier einfach in den Schrank, Marcel, also da, wo die Kleidungsstücke sind. Dann legst du einfach rein und dann duftet der ganze Schrank. Also das, worauf natürlich auch bei Muslimen auch gerade, also Alkohol ist, es gibt ja das Alkoholverbot und die achten sogar tatsächlich auch bei Seife als auch, Entschuldigung bitte, auch bei Parfum achten sie darauf. Du kannst es natürlich als Parfum benutzen, aber das ist wirklich so ein Duftstein, den du dir erstmal in die Kleidung reiben kannst und der, wo wirklich das dann auch danach riecht. Das wird jetzt aber nicht typisch unbedingt als Parfum benutzt. Mann, jetzt bin ich aber aufgeregt, du. Was gibt's denn hier? Klar, Weihrauch. Ich sehe hier einen goldenen Kelch, wo man den Deckel abnehmen kann. Und dann ist hier drunter, sehr gut, hier drunter ist wie so eine Plattform. Ja, Banafa for Oud. Oud ist doch ein ein Instrument eigentlich. Ja, es ist auch ein Instrument, aber in dem Fall ist es kein Instrument, wie du siehst. Kein Instrument? Die haben es zersägt und hier rein die Sägespäne. Ich weiß nicht, wonach es riecht. Ich kann es nicht zuordnen, aber es riecht sehr gut. Dann wird es zu Weihrauch. Es wird sowas wie Weihrauch sein. Ja, ist es ja auch. Eine ganz typische. Sehr gut. Ich möchte es bitte anzünden. Ja, nehme ich an. Ja. Ich habe hier noch was. Charcoal ist Kohle. So, ich glaube, man muss das hier doch rausmachen. Oh ja, doch, das ergibt Sinn. Also, ich habe jetzt hier diese untere Scheibe habe ich hier rausgenommen, bevor ich hier alles anzünde. Sag mir bitte, ob es richtig ist. Die Scheibe gehört hier schon rein. Ne? Meine erste Intuition war, oder mein erster Gedanke war, dass ich diese Kohle unten rein tue. Wieso denn unten? Achso. Weil es dann heiß wird und dann würde ich das Zeug da drüber streuen. Aber es ergibt also ja über keinen dieses Sinn. Ding oder was? Ja, aber es ergibt ja keinen Sinn. Und jetzt? Nein. Ja, mehr bleibt ja auf dem Tisch nicht übrig, Marcel. Ja, dann mach mal an. Nein! Alter, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich liebe Feuer. Oh! Alter, ich nehme jetzt so eine Prise. Seid ihr ready? Alter! Oh! Oh, toll! Oh, jetzt so richtige Nase genommen, Alter. Oh. Das nimmt man tatsächlich, also gerade in den Golfstaaten ist das tatsächlich auch so eine Form des
Parfums, also dass du zum Beispiel... Stellt man sich da drüber? Genau, also du nimmst das Bahut so und dann dampft ja, dieser Rauch geht ja dann sozusagen hoch und dann stellt man sich ja, weil die haben ja dort oftmals diese weiten Gewänder, die haben Unterwäsche an, Marcel, falls du das meinst. Nee, ist toll, dass die untenrum immer super riechen. Ist gut. Das ist für die Kleidung. Klar. Kannst du auf jeden Fall. Ja. Oud, also richtiges Oud, ist Agarholz vom Agarbaum und 1 Gramm davon ist viel teurer als Gold. Es gibt natürlich noch so eine Fake-Form von Bahut, die ist dann auch echt so, das Gramm kannst du die dann so für, keine Ahnung, für 3 Euro oder so. Ich will das zu Hause. Gibt es da auch so verschiedene Geruchsrichtungen? Ja. Schön Ja, essen. es riecht halt, ja, es ist halt zwar immer Oud, aber es riecht dann teilweise unterschiedlich. Geil, feier ich. Da ist es. Ah, die AA-Kanne. Nein, hier ist selbstverständlich Wasser drin. Genau, also es wird auf jeden Fall benutzt auf der Toilette nach dem Stuhlgang, um sich Wasser in die Hand zu schütten. Und dann macht man sich damit den After sauber. Du würdest das in die Hand schütten und so den... Nicht? Nein, ich sitze so auf der Toilette. Also du sitzt so. ja schon. Ja, ich sitze ja schon, genau. Und dann machst du dir das so auf die Hand über der Toilette, damit das Wasser halt auch in die Wo ist Toilette denn die Toilette? geht. Ich sitze auf der Toilette! Ja, aber du hast doch hier drüben die Toilette jetzt gemacht. Was? Ich sitze so auf der Toilette, dann Ja. nehme ich das und habe die Hand so auch über der Toilette. Und dann kippe ich das mir auf die Hand, dann hast du ja Wasser auf den Fingern oder an den Händen. Ja, okay. Und dann machst du dir damit den Arsch sauber, Mann. Hä, wie soll ich sonst machen? Soll ich es breitbeinig und so zwischen die Beine kippen, Alter? So in der Hoffnung, dass so ein paar Tropfen da durchlaufen oder was? Schreist du mich denn jetzt so an? Nein, was willst du von mir? Das ist so geil, also du, das war so, Ich war alles voll. du feuchtest so deine Hand an. Nein! Ja, so, du meinst doch so. Warum guckst du denn so? Wie sollen wir das denn sonst machen? Also es gibt immer noch das Klopapier so, aber das ist ja So mal- würde ich es benutzen. Das ist ja sehr, das ist schon sehr krank, ja. Nee, ich kipp mir das hier so über den Rücken und warte, Guck mal. dass es so den Rücken runterläuft und dann so in die Kimme. So, und dann sauber wird. Diese Methode wäre schon sehr anstrengend, weil du, ich glaube, dann gefühlt wahrscheinlich 30 Minuten da sitzt, bis das sauber ist. Anstatt du einfach das voll machst und dann quasi wirklich hier laufen. Macht man das wirklich so auf Ja. den unteren Rücken und dann läuft das Auf quasi? dem hinteren Rücken, also nicht so. Ich ziehe mich immer komplett nackt aus. Okay, Nein, aber je du nachdem, kannst wie es dir lange doch nicht in den Hintern stecken und dann so, du musst doch den unteren Rücken musst du doch dann Ja, irgendwie treffen. naja, genau, du machst hier so. Ja, dann hast du doch einen nassen Rücken auch. Mega auf den kompliziert. Rücken, überhaupt nicht auf den Rücken, du. Das ist doch hier, guck mal, das ist präzise. Wie weit willst du dich denn aber nach vorne lehnen, damit es nicht auf den unteren Rücken Also wir kommt? können das jetzt natürlich sehr plakativ machen, was ich nicht will. Du musst dich hier nicht großartig verrenken. Okay. Hängt natürlich auch vom Modell ab. Ja, es gibt Modelle, da hast du dann, das ist dann sehr unangenehm. Aber das hier ist sehr präzise. Ich muss aber übrigens dazu sagen, das ist halt schon wirklich besser als einfach nur Toilettenpapier. Einfach nur Toilettenpapier. Ich hatte einen Kumpel, der hat das mal sehr gut beschrieben. Der meinte, ey, wenn du Kacke am Arm hast, machst du das ja auch nicht einfach nur mit Zewa weg oder mit Papier. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, du. Educational Prayer Mat. Educational ist ja immer also zum Lehren. Der lehrende Gebetsmat. Matt ist ein Vorname für Matthew, die Abkürzung. Stell dir vor, Aber da wäre einfach ein Meister Typ Matt. drin, der uns jetzt so Beten beibringt. Er ist so zusammengefaltet, weil er ein Schlangenmensch ist. Sieht ein bisschen aus wie bei Twister. Du kannst rauskommen, Matt. Keine Reaktion. Na gut, so sieht das aus. Achso, ich dachte, das auf, ja. Cool, okay, nice. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. hat auf jeden Fall gegrüßt. سبحان ربي الأعلى. Hat der zurückgedacht? سبحان ربي الأعلى. رحمة Ach الله so. وبركاته. Aber man kann hier so draufklicken. Ja, okay. Scherz! Na, dann machen wir erstmal zu. Wir waren hier mal... English. Coffee. Scherz! Okay, man kann draufklicken, Alter. Wofür dachtest du, ist die Matte da? Ne, ich dachte, da steht einfach irgendwas drauf und dann machst du das. الوضوء هي طريقة تنظيف أنفسنا قبل الصلاة. Ich glaube, wir machen mal eine قبل andere القيام Sprache. بالوضوء. English. Wudu is the way we clean ourselves before praying. Before doing wudu, we must say Bismillah. We start by washing our hands. Then we rinse our mouth and nose and wash our face. After that,
We wash our arms up to the elbow, run our hands over our head, and wipe our ears. Lastly, we wash our feet. Also, wir haben hier diese Gebetsmatte und man kann sich dann, guck mal, der untere Teil, da sind die Füße. Genau, da kann man sich dann draufstellen. Genau. Easy. Und sobald man dann drauf steht, fängt er an, den Gebetsruf zu machen und dann kann man, dann kann man das einfach alles das machen, was er dir vorgibt quasi. Also dann brauchst du niemanden. Du brauchst keine Eltern, du brauchst keine Onkel, du brauchst gar keinen. Kein du Imam, kannst alles kein alleine Chef. machen in deinem Leben. Ja. Glaub nur an dich selbst. Ja, bitteschön. Habe ich euch natürlich mal wieder die Welt hier erklärt. Nein, ich habe tatsächlich die ganze Menge gelernt. Wirklich verrückte Sachen, die es so gibt. Ja? Und ich wusste tatsächlich auch nicht mit allen Dingen direkt was anzufangen. Und deswegen, das war echt spannend. So einfach mal so ein paar Sachen hier reinzubekommen, von denen man ja schon mal gehört hat, aber von denen ich die Verwendung gar nicht wusste. Was hast du denn am Schwanz? Oder? Hier Weihrauch. Ah, ja, Das Oud. Das fand ich am coolsten tatsächlich, weil es riecht nice, es sieht cool aus, man kann was anzünden, mega. Also diesen Duftstein, das war mir tatsächlich neu, also dass man das in den Schrank einfach legen kann und das dann so die Sachen schön macht oder dass man sich damit einreiben kann. Das macht die Sachen schön, Alter. Das macht die Sachen lecker. Wow, das war echt aufregend und spannend. Findet ihr nicht auch? Wenn ja, lasst uns mal einen Daumen hoch. Ansonsten, wenn ihr noch andere muslimische Gadgets kennt oder irgendwas aus dem Kulturkreis, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, weil dann gucke ich mir das auch nochmal an. Ganz wichtig, hinterlasst uns bitte auf jeden Fall ein Abo und nicht vergessen. Und hier geht es zu dem letzten Video, wo Marcel auch schon mal Begriffe erklärt hat. Ich glaube zum Ramadan, ne? Oder überhaupt Begriffe erklären. Von Marcel auch ganz spannend. Und von Bohemien, ne? Genau, von Bohemien gibt es da die Realitätsauswanderer. Das finde ich sehr gut. Die machen das so gut.